There are weeks that feel like 7 separate days. And then there are weeks that feel like 7 chapters of the same movie. This was one of those weeks. Because somewhere between backstage at the Philharmonic performance, a baptism class, too many cheeseburgers, late-night conversations over wine, and a snow-covered morning in Hanover, I had this strange realization. My life is no longer waiting to begin, it's already moving. Just not always the way I expected, and honestly, that might be the point. Ich hab dich ganz durch. Mein lieber Dieter, Ja, danke das- für alles. Das mit den Falten bin ich und das ist er. Das retuschieren wir, dann machen wir bei mir Falten hinzu, bei mir nehmen wir das alle. Aber du hast ja einen Bart, wie läuft das? Goes to Hollywood, just like he always said he would. New episode, here we go. It started backstage with Iskander. He invited me in before his big performance, and I wanted to see something very simple. How does someone prepare when the moment actually matters? At first, it was almost surgical. Every instrument, every sound, every tiny nuance. He was tuning everything with this level of precision that almost felt sacred. And standing there, watching him listen so carefully to every frequency in the room, I caught myself drifting. For a second, I wasn't in Germany anymore. I was sitting in a great concert hall in Los Angeles, somewhere beneath those warm lights, listening to the same kind of excellence unfold. That's what got me. Not the glamour, the discipline. The way greatness begins in silence. Then his team started arriving, people checking sound, quiet coordination, little nods, no chaos, just rhythm. Heute geht's los. One for good. So sieht's aus. Endlich. Endlich. Regino showed up, I met the sound engineer, I even got to touch a few instruments myself. Philharmonie. Philharmonie. Christian, was machst du da? Ich habe ein bisschen die Kanäle geprüft, dass da auch auf jedem Kanal das drauf ist, was ich haben will. Ja. Dann kann ich das im Nachhinein. And then something shifted. Before the performance, Iskander wanted to meditate alone. Fair enough. Sehr gut. But when I came back into the room afterward, the atmosphere has changed. I'm not even sure how to explain it without sounding poetic, but it felt like the room had gone from a rehearsal space to a living thing. Like the air itself had started humming. The kind of energy you only feel when everyone in the room knows something important is about to happen. That's when I realized something about my own life. I keep looking at the big stage, Hollywood, the films, the awards, the dream. But what really moves people is what happens backstage.
Seien Sie die Ersten, die sagen, hier ist 1 Euro für euch, hier ist 1 Euro für das Blut, hier ist 1 Euro für das, was sonst nicht mehr erhalten werden kann, weil institutionelle Unterstützung oder die des Staates einfach wegbricht. Wir haben uns der Aufgabe angenommen, das können wir nur mit Ihnen gemeinsam. Seien Sie dabei, seien auch Sie, wollen wir verbinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schnelles Interview, wie fühlst du dich? Wow, es ist anders gelaufen, als irgendwie je geplant hätte werden können. Aber ich glaube, es ist okay, weil ich meine, dass wir transparente Projekte haben, dass wir vor allem geprüfte Projekte haben und dass wir selbst auf 1000% Transparenz gehen, indem wir jeden Tag am Abend spiegeln, was an Spenden reingekommen ist und was für welche Projekte an welchen Tagen rausfließt. Ja, Alles gut, wunderbar. War ein tolles Konzert. Bin sehr zufrieden, war schön. War echt schön. Man muss die Geige beherrschen, um das zu spielen. Max muss leider gehen. Ciao, wir müssen jetzt los. Wir müssen alle raus jetzt. Ja, ich muss leider. Okay, mach's weg ab. Das war super, es wird ein geiles Video. Super, ja. Hey, now I'm heading towards Hanover, meeting Annie, Martina, and Ramon, and I'm really looking forward to it. Then suddenly I'm in a car to Hanover. Immer. Und einen Umzug gemacht. A life-changing tone again. Snow outside, late-night conversations with Martina, too much YouTube, too much food, too little sleep. Honestly, the Hollywood dream currently wears winter boots and smells faintly like cheeseburgers. kann man gar nicht von genug haben. And somehow I love that, because this part matters too. The dream is not separate from ordinary life, it's forged inside it. Marionette. Ich mache auch Gewichte. Then came one of those strange, beautiful moments that almost feel scripted. In the old town, we met a woman who opened up and told us her life story. Alles eben probiert und er ist ja selber in Rumänien durch die Donau geschwommen mit seiner Frau nach Jugoslawien, 74 oder so. Ach krass. Und das konnte ich meiner Frau nicht zutrauen. Ja. Und dann ging das hin und her und dann sagte er, jetzt kümmere ich mich drum. Und da ist er nach Hause wieder, als er uns besucht hatte und hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Und das war eine Bedienung aus dem Laden, da wo er Geschäftsführer war, sie. Und hat sie geheiratet und hat das Aufgebot bestellt und dann die Hochzeitseinladung, weil das war dann wieder so im Katalog im Osten. Spannend. Eine Besuchsreise. Wie klein die Welt ist. Ja. Da haben wir 3-mal einen Anlauf genommen, um wieder nach Hause zu fahren. And before leaving, she said something that stayed with me. Don't let Berlin or Germany destroy you. That line hit harder than she probably realized, because the real question of this week became, am I letting the place define my spirit, or am I carrying my spirit into the place? Was machst du denn da? Traditionell arbeiten als Frau. Sieht gut aus. Du machst eine gute Figur beim Arbeiten. One of the most beautiful moments of this week didn't happen on a big stage. It happened in the kitchen. No spotlight, no audience, just warmth. That evening I went to Annie's and Ramon's place, and the whole atmosphere felt like life slowing down on purpose. The cats were moving through the room like they owned the place, which, let's be honest, they probably did. Hallo. Later, as the night softened, Regina joined us and the energy shifted into something deeper. The one about the Hebrew Kabbalah, where a person's name can be translated into numbers, and those numbers carry symbolic meaning tied to the task and gifts God may have placed into your life. Mitgekriegt hast, Beziehung zu leben.
Ja, und das zu lernen. Okay. Das ist die 3. Also dann die 5 sind die Menschen, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Das sind die Menschen, die sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen. Das ist deine Suche. Das ist das, wo du die Kontakte zu den Gemeinden bekommst, den spirituellen Gemeinden, die du jetzt gerade hast. Darum bist du an diesen Rabbi gekommen. Ja? Das sind die Sachen, die ziehen dich da rein. Die bringen dich da rein, die bringen dich in Kontakt. Und der 5er sitzt dann da, der sitzt ja am Fenster. He ist das Fenster und es wird im Urhebräischen wirklich als Fenster dargestellt. Du sitzt also als 5 am Fenster und zwar zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. Ja? So. Und du musst die Dinge aus dem Jenseits ins Diesseits reinholen. Okay? Ja. Ja? Du musst sie hier reinholen und du musst sie entkleiden. Du musst suchen, du musst buddeln. Nur da findest du wirklich das, was du suchst. Und die 15 ist eine starke Entwicklungskraft. Ja, das ist das, was dich beruflich antreibt, was dich beruflich inspiriert, Filme zu machen und so weiter und so fort. Diese Kraft ist in dir. Diese Kraft ist wahnsinnig stark, ist wahnsinnig toll. Da musst du nur mal aufpassen, dass du nicht ins Ego kippst. Das ist die Gefahr bei der 15. Und dabei hilft dir dann deine letzte Zahl, und das ist die 6, das ist die Liebe. Und die Liebe ist die Verbindung, ist das Und. Ja, wird im Hebräischen sogar, ich sage immer, wie so ein kleiner lächelnder Mund dargestellt. Ja, es ist die Verbindung. Du bist gefordert, die Liebe und das Hiersein zu verbinden. Ja, so. Das war's. Danke dir. Bitte. Ja, nochmal die Zusammenfassung. Kurz Zusammenfassung. So. Hey. So, lieber Dieter, erstmal danke, dass du mit mir dieses kurze Interview führst. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, was sind die wichtigsten, die größten Erkenntnisse, die du hattest, die du an junge Menschen weitergeben möchtest, was sie unbedingt wissen sollten? Ja, also ich bin ja vom Glück geküsst. Wie du ja weißt, bin ich ohne Mutter aufgewachsen, habe meine Mutter mit 4 Jahren verloren. Und das, was mich im ganzen Leben begleitet hat, ich war immer selbstständig, ich war Kämpfer. Und dass ich kämpfen durfte mir meine Schulbücher selber beschaffen. Wir hatten neulich übrigens Klassentreffen, 55 Jahre. Und ich bin auf keinem dieser Fotos mit drauf, weil ich konnte mir die Klassenfahrt nicht leisten. Also ich musste immer eine Ausrede empfinden. Also, was empfehle ich jedem Jugendlichen? Verlasst euch nicht auf andere, sondern kämpft. Seid bereit, für eure eigene Karriere zu kämpfen. Das ist eigentlich das Entscheidende überhaupt. Und ich habe ja einen Spruch und der heißt, mit einem Messer im Rücken gehe ich nicht nach Haus. Verlasst euch nicht auf andere, sondern das, was an Stärke in euch liegt, das seid ihr selbst. Dann seid ihr stark, dann seid ihr souverän. Das kann ich euch nur wünschen. Wow. Besser als jeder Politiker gesprochen. Die zweite Frage ist, der Kanal, den ich ja mache, ist ja sehr auf die USA ausgelegt, dass Amerikaner Deutschland auch nochmal mit anderen Augen kennenlernen. Das, was eben nicht so Mainstream ist. Das wollte ich nur kurz erzählen. Ich war einen Tag lang jetzt auch Praktikant bei einer der ältesten Bäckereien Deutschlands und ich war auch einen Tag lang Praktikant beim Böttcher, dass ich mein eigenes 100-Liter-Weinfass gemacht habe und so. Also wirklich, um die Tradition so auch zu zeigen. So, wenn du jetzt mal guckst, Deutschland, USA, was würdest du wünschen, wie die Beziehungen in den nächsten 20, 50 Jahren verlaufen und was würdest du vor allem den Menschen in den USA wünschen? Was wäre dir da besonders wichtig? Also den Menschen in den USA wünsche ich, dass sie so offen und transparent bleiben, wie wir sie erlebt haben, wie ich sie erlebt habe, auch als Kind. Das heißt, wann immer ich irgendwo einen Amerikaner gesehen habe, früher, vor 50 Jahren, vor 60 Jahren, dann war das für mich immer einer unserer Freunde. Und wenn man mal überlegt, wie viel Deutsche, wie viel Europäer, wie viel Engländer, Franzosen ihren im Prinzip die Grundbasis der amerikanischen heutigen Gesellschaft darstellen,
dann kann ich sagen, ich würde mir wieder wünschen, dass das gleiche Blut, was in uns fließt, uns wieder mehr verbindet. Und Amerika, das war immer das Land der Hoffnung, der Zukunft. Ja, also auch für die Amerikaner sollte und muss gelten, lebt diesen amerikanischen Traum. Und Europa, das darf ich sagen, muss wieder erwachen, um diesen amerikanischen Traum zu leben. Wir haben das ja schon mal geschafft nach diesem dusseligen Zweiten Weltkrieg, der durch einen bösen Mann verursacht war. Aber Amerika und Europa, wir sind Brüder und Schwestern und das sollten wir auch in Zukunft leben. Ich kann allen Amerikanern auch nur das Glück wünschen, was für jeden tatsächlich Voraussetzung ist. Und ich darf auch sagen, Gottes Segen für alle, denn darauf kommt es an. Wir sind nicht allein, aber gemeinsam sind wir stark. Also, es lebe die Zukunft. Das ist das Einzige, was vor uns liegt, die Zukunft. Wow, aber jetzt komme ich direkt noch mal eine Frage. Was ich in den USA gespürt habe oder immer spüre, wenn ich da bin, die USA ist das einzige Land, wo man sich Gott so richtig nahe fühlen kann. Meinst du, das fehlt Europa gerade so ein bisschen, dass wir uns das von Gott ja nicht abgewendet haben, aber dass hier ja schon der Fokus nicht mehr so auf der Gemeinschaft, auf der Community, auf auch das Miteinander, Familie ist ja der Fokus auch wahrscheinlich nicht mehr so und auch diese Spaltung der Gesellschaft. Meinst du, das könnte ein möglicher Heilungsprozess sein, sich wieder mehr auf Gott zu beziehen? Vom Grunde her, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ja sehr gläubig. Was heißt sehr? Absolut. Da passt kein Blatt dazwischen. Ich muss nicht in eine Kirche gehen, aber die Verbindung zwischen Himmel und Erde, in der ich auch zu Hause sein darf, das ist für mich eine wesentliche Geschichte. Und wenn ich also sage, das Blut, was in uns fließt, ist rot, genau wie unser Herz, dann gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Wir sind einfach im Ursprung aus dem gleichen Kern. Wir sind Brüder und Schwestern. Und darum sollten sich alle Religionen verstehen. Das ist das eine. Toleranz ist das eine. Ja, und ich glaube, Gottvertrauen gehört dazu. Und in der Gesellschaft, wir wissen, nach den Kriegen, dann waren die Kirchen voll. Warum? Kirchen waren auch Geber. Also ich bin nach wie vor dafür, lasst uns in der Gemeinschaft leben, egal welcher Glaubensrichtung wir angehören. Wir haben einen Gott und an den sollten wir glauben und der wird uns segnen. Das ist meine Auffassung. Und insofern, Deutschland ist multikulturell, Europa ist multikulturell, ja, Amerika ist multikulturell und nebeneinander und miteinander leben, Toleranz, darauf kommt es aus meiner Sicht an. Du machst jetzt dich. Ich mache jetzt erstmal mich. Ja. Willst du selber reden? Nö, ich habe nichts zu sagen. Du hast gar nichts zu sagen? Ich habe zuzuhören und zu lernen gerade. Jetzt ist nicht die Zeit, wo ich reden soll. Das ist einfach wunderbar. Du bist so breit aufgestellt und... mein lieber Dieter, ja, danke für alles. Das mit den Falten bin ich und das ist er. Das retuschieren wir, dann machen wir bei mir Falten hinzu, bei mir nehmen wir das alle weg. Aber du hast ja einen Bart, wie magst du das? Ja, schön. Alles Gute, mein Lieber. Dann alles Liebe. Danke für deine Zeit. Danke für unsere beider Zeit. Then the baptism class. And this part honestly feels almost cinematic in the best way. For the longest time I thought I could only be baptized on American soil by American hands in American church. Very me, very specific, very slightly absurd. But then the pastor and I found this beautiful compromise. And on the day of baptism I scattered soil I brought back from Los Angeles. I'm not gonna lie, that feels like one of those details life writes better than fiction. Like sunlight slipping through half-open blinds. Soft, unexpected, impossible to fake. The Lord hosts us with us very well and casts us loose. By Sunday night, after church, after the party, after the singers, after long conversations over cheeseburgers and wine with Julia about building something autonomous in film and music, the whole week came into focus. This isn't random, this is alignment under construction. Hey, this guy right here, this bar right here, I've had one of the best nights of my entire life in Berlin here. Thanks to you, man. Thank you so much, my brother. Have a good one. See you next time. Yes, I will. 100%. You're very welcome. Be here with me next time, brother. Oh, my.
Thank you, man. Take care of yourself. Are you filming yourself? In India, this is a very popular. We have this with roasted nuts with friends at the house. Roast. Lamb of God and Lord of love, Son of God and gracious Savior, you have come from heaven above. On the cross you died to save us, now you reign at God's right. I'm learning that momentum does not always look like visible success. Sometimes it looks like a backstage room, a snow-covered street, a stranger's wisdom, a baptism compromise, a conversation that runs until midnight. Rome wasn't built in a day, neither is a life. So here's my decision. This week taught me I'm not waiting for Hollywood to give me identity, I'm building the Hollywood mindset now. Lokali.